Jo, nach langer Zeit ist es soweit. Ich habe mir eine Atari 7800 besorgt. Die vielleicht nutzloseste Konsole aller Zeiten. Ist es natürlich ein hartes Urteil und bewusst etwas überspitzt formuliert. Tatsächlich muss ich mir noch immer ein tieferes Bild davon machen, wie sinnvoll ich die Konsole, die Atari 7800 generell halte. Persönlich finde ich, dass wenn man ein Atari 800 hat, hat man eigentlich sehr vieles, was diese Konsole bieten kann, auch schon abgedeckt. Aber ich lasse mich gerne mal vom Gegenteil überzeugen. Die 7800 hat ebenfalls eine sehr, sehr lebhafte Homebrew-Szene. Es sind, glaube ich, jetzt schon 4-mal mehr Homebrews verfügbar, als offizielle Spiele jemals released worden sind für diese Konsole. Also das spricht schon Bände, also wie aktiv die Szene eigentlich ist. Denn die Konsole selber ist eigentlich hardware-technisch gar nicht mal so schlecht. Die Robustheit der Hardware, die imponiert mir grenzenlos, muss ich schon sagen. Eines der großen Mankos der Atari 7800 ist eigentlich, dass das Netzteil diese wirklich ungewöhnliche Passform hat. Das Problem ist, ich hatte dieses Netzteil nicht. Was ich jedoch hatte, war ein Netzteil, das exakt die gleiche Passform hatte für die Philips Videopack-Konsole. Kleines Problem halt nur, das Philips Videopack-Netzteil, das passte zwar rein, war jedoch umgekehrt polarisiert, was ich gar nicht gewusst habe und was ich, Idiot, auch gar nicht getestet habe, bevor ich es angeschlossen habe. Naja, so was ist passiert. Ich habe dieses Philips Videopack-Netzteil reingesteckt, alles eingeschaltet, wollte die Konsole testen. Während ich versucht habe, sie einzuschalten und nichts geht, hat es auf einmal hier geknallt. Richtig laut, muss ich sagen. Und dann ist weißer Rauch hier rausgekommen. Was war passiert? Elko geplatzt. Wegen der umgekehrten Polarisierung ist der Elko, der da direkt da ist, überladen worden. Ist geplatzt. Ich habe in dem Moment gedacht, okay, scheiße, ja, jetzt habe ich das Ding hier vernichtet. Aber es ist nur bei dem Elko geblieben, Elko gewechselt. Ich habe seitdem dann einfach so ein Mehrfachnetzteil hergenommen. Ich habe hier 2 Steckverbindungskabel einfach an die Buchse gesteckt und so geht's. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann die Konsole denn alles? Naja, wenn man sie direkt mal einschaltet, haben wir bei den meisten Modellen, zumindest die hier in Europa vertrieben wurden, tatsächlich schon mal Asteroids als vorprogrammiertes Spiel. Ist eine grafisch ganz ansprechende Version, muss man sagen. Aber eins, was man der Atari 7800 lassen muss, sie hat wirklich dieses Atari-Feeling, auch mit dieser modernisierten Grafik und auch an einem LCD-Fernseher. Auch wenn es über AV läuft, es ist eine gewisse Unschärfe in den Pixeln, die das Ganze eigentlich schöner aussehen lässt. Das finde ich, muss ich sagen, optisch ganz interessant an dem Ganzen. Und das ist etwas, was mich wirklich positiv überrascht hat an der Atari 7800. Das Schöne ist, es werden ja jetzt inzwischen wieder auch Spiele rausgebracht, also neue Spiele für die Atari 7800, wie jetzt hier Crystal Quest, also eine moderne 7800 Cartridge, Copyright 2024. Typisch Atari, wird kopfüber praktisch dann eingesteckt mit dem Bild zur Rückseite zeigend. Und wenn man das dann einschaltet, ja, dann hat man das. Naja, das Spiel selbst, muss ich sagen, hat mich jetzt so im ersten Eindruck nicht ganz vom Hocker gehauen und ich stelle gerade fest, dass mein Controller hier nicht ganz gut funktioniert. Also ich bin jetzt Schlaumer ja erst jetzt auf die Idee gekommen, hier unten diese beiden, ich zeige das mal, die Atari 7800 hat hier unten nochmal so diese
Difficulty Switches, also Schwierigkeitsgradschalter. Und damit das Spiel Crystal Quest richtig funktioniert, muss man zusehen, dass einer dieser Schalter in der richtigen Position halt liegt, damit halt der Controller richtig funktioniert. Wenn man das gemacht hat, dann läuft's im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ups. Also einfach nur, weil mein Controller kacke ist. Ja, funktioniert jetzt. Also es hat wirklich was mit den mit diesem Switch zu tun gehabt. Probieren wir jetzt einfach mal ein Atari 2600 Spiel aus. Und zwar, es ist ja klar, sonnenklar, dass die normalen Atari 2600 Spiele auf der Konsole laufen. Was mich interessiert, wie sich die Konsole verhält, wenn man ein NTSC, also ein US-importiertes Atari 2600 Spiel hier einlegt. Die gute Nachricht ist ja schon mal, das Spiel springt an, also es wird was angezeigt, aber irgendwie ein anderer Ton kommt mir vor als auf der Atari 2600. Ja, eigentlich sollten ja die Missiles, glaube ich, rot sein, die da runterkommen. Hier sind sie grün. Ist jetzt kein schlechter Farbton, muss ich sagen. Also ich finde das jetzt nicht störend, ganz im Gegenteil sogar. Aber interessant das Ganze. Und was ich nochmal wirklich sagen muss, also wenn man bedenkt, das ist eine AV-gemoddete Konsole, die jetzt hier auf einem LCD-Fernseher läuft. Und das Ganze hat immer noch diesen ja fast schon röhrenfernseherhaften RF-Effekt. Also könnte man eigentlich, ist eigentlich ein Makel, denke ich mir, aber ich finde es irgendwie geil. Also ich finde, es sieht schön aus. Ja, auch hier wieder Farbkombination ganz anders als auf dem 2600er. Ich spiele inzwischen den Controller, ich habe das Knöpfchen dort oben abgenommen. Dieses hier meine ich. Und da merke ich auch, der bleibt manchmal so ein bisschen hängen hier drin, wenn ich da in eine bestimmte Richtung etwas fester drücke. Deswegen zieht es mich immer so ein bisschen vorbei. Deswegen habe ich jetzt dieses Haus hier verfehlt. Naja, aber wie gesagt, der Controller ist, also ich habe insgesamt mit der Konsole 4 Stück von denen bekommen. 2 gehen gar nicht. Und der hier ist ein bisschen wonky und ich glaube, ich habe einen einzigen von den 4 Controllern, der ist wirklich einwandfrei läuft und das ist nicht mal der hier, sondern noch ein anderer, den ich da habe. Also ja, Konsole robust, Controller not so much. Wie sieht es eigentlich mit Atari 7800 Homebrews aus? Ich habe dazu hier die FICO A10400 und hier habe ich 2 Homebrew-Spiele draufgetan. So, die kann man dann so einstecken. Bei der Pico A10400 ist es wichtig, dass man die von vornherein schon mal einschaltet, weil sonst bootet die nicht. Und erst wirft man die Konsole ein und dann kommt man praktisch in dieses Menü, was sehr, sehr stark flickert, muss man sagen. Also auch auf dem Röhrenfernseher ist es so, dass es wesentlich stärker flickert als sonst und das Flickern ist so stark, dass man es sogar auch auf dem LCD-Fernseher noch sieht. Und hier habe ich dann das Homebrew-Spiel Last Stand mal drauf getan. Ein 128K Homebrew-Spiel. Wenn ich
draufklicke, kommt dann erstmal nichts, SD. Da muss man mit der Pico A10400 die Konsole ausschalten. Die Pico ist weiterhin eingeschaltet, die Konsole wieder einschalten und dann lädt es ins Spiel. Und wie man sieht, hier haben wir ein Problem. Und das ist das Problem mit der Homebrew-Szene ganz allgemeinen. Die Homebrew-Szene ist ja großteils in den USA. Die Spiele werden in NTSC gemacht. PAL-Konsole kommt damit halt nicht klar. Es startet ja, es läuft dahingehend, aber dadurch, dass es halt dieses andere TV-Format ist, also eigentlich für eine US-amerikanische NTSC-Konsole gemacht ist, glitscht es hier halt aus und das ist halt so gängige Erfahrung. Man muss auch sagen, die Pico A10400 ist nicht gerade die qualitativ hochwertigste Flash-Cartridge. Viele 128K-Spiele werden gar nicht geladen. Manche Homebrew-Spiele werden nur mit, da wird nur der Sound geladen zum Beispiel oder kein Bild oder umgekehrt, es wird Bild geladen, aber kein Sound. Also es gibt allerhand an Problemchen, sage ich mal, mit dem Ganzen. Tja, was ist denn jetzt das Urteil über die Atari 7800? Es ist eine Konsole, die ich eigentlich lieben möchte, ganz ehrlich. Wie gesagt, also allein wegen des Umstandes, dass ich da ein Netzteil verkehrt darum angeschlossen habe, sie maßlos überspannt habe und einen Elko gesprengt habe und das Ding geht immer noch, alle Achtung. Also gibt es nicht viele Geräte, bei denen das der Fall wäre, ehrlich gesagt. Aber das Problem ist, insbesondere mit unseren europäischen PAL-Konsolen, man ist halt mehr oder weniger auf diese, ja, 50, 60 eher veralteten Arcade-Spiele, die man genauso gut auf einer Atari 800 spielen könnte. Ja, man sitzt mit denen halt so ein bisschen fest, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich ist es viel interessanter, wenn man sich aus den USA eine NTSC-Konsole importiert, wo man dann halt eben also einen viel besseren Zugriff auf die Homebrews hat. Nur das Problem ist, in den USA sind die Konsolen, also die 7800er, tatsächlich ein Stück weit teurer als in Europa hier, habe ich festgestellt. Und dann hat man halt eben noch Versandkosten, Zoll etc. Also das rentiert sich gar nicht. Da ist man, so leid es mir tut, fast schon ein Stück weit besser aufgehoben, indem man sich die hier zulegt. Die 7800 Plus hat auch ihre Problemchen, aber zu denen kommen wir in einem anderen Video. Tja, ich hoffe, dieser Einblick hilft euch weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne ein Like oder einen Kommentar, falls dies der Fall ist. Lasst mich wissen, wie eure Erfahrung mit der Atari 7800 ist. Abonniert den Kanal und stay tuned.